Hallo, Hallo, ich bin der Björn ich bin die Jenny. und wir machen Computerspiele und jetzt sind wir hier und machen YouTube-Video-Gedöns. Unser Thema heute Oh, ist Only Remakes, Nothing New. only remakes, nothing new. Das heißt also, da kommen nur Remakes raus von alten Schinken, wie aktuell zum Beispiel Oblivion, ein Remaster. Ne? Ist ja nicht mal ein Remake, ist ja nur ein Remaster. Ja, aber es ist mit Unreal gemacht jetzt. Ist mit Unreal gemacht. Aber es ist genau exakt dasselbe Spiel. Zumindest habe ich das so gehört. Und es fühlt sich auch so an, ne? So wie früher. Also es ist so, nur mit besserer Grafik. Und ein paar Bugs gefixt und vielleicht auch neu eingebaut, weil es ist ja auf die andere ne? Glitches und so. Es ist toll. Mir macht Spaß. Das ist ein Bethesda-Titel, Rollenspiel, total cool, mag ich. Ja? Merkt man gar nicht, spielen wir gerade. Spielen wir gerade. Ne? Das ist die Zeit der Remakes und Remasters. Ne? Gothic macht jetzt ein Remake, also die Alchemia in Spanien von THQ. Die machen jetzt das Gothic Remake, ein Spiel, was auch schon etwas älter ist. 2001 kam es raus, von uns damals veröffentlicht. Und die machen auch tatsächlich ein Remake. Das heißt, die machen es quasi nochmal neu. Genau, also da bleibt kein Stein auf dem anderen. Die benutzen auch die Unreal Engine und müssen da auf jeden Fall eine ganze Menge anders machen noch, ne? Weil die Engine, die wir hatten, die war schon sehr alt. Die Düster Engine, oder wie die damals hieß, oder Zengen. Also die Gothic 1 Engine. Gothic 1 Engine, die war schon sehr speziell und die war cool damals so, aber die konnte man irgendwie nicht in die Neuzeit hieven. Da hatten wir dann nachher einen kompletten Umbruch, unsere eigene Engine nochmal anders zu machen. Zu Gothic 3 Zeiten sind wir umgestiegen. Und das zeigt auch, was das für technische Probleme, die wir damals hatten und so weiter. Aber die machen das jetzt in Spanien. Ne? Ein solches Spiel, also zu hieven auf die Unreal, ist tatsächlich auch eine echt fette Herausforderung. Ne? Wenn man sich fragt, warum das neue Spiel, ne? Warum brauchen die denn so lange? Ist doch nur ein Remake. Dann ist die Antwort genau darin enthalten. Ne? Das ist eine mega, also klar, natürlich auch eine Designentscheidung, weil viele Sachen kann man von damals ja nicht unbedingt mitnehmen. Ne? Sowas wie Steuerung wird dann erneuert oder dann will man es auch für die Konsolen spielbar machen. Dann muss man da irgendwie zusätzlich was reinpacken oder so. Oder damals gab es irgendwie, gerade bei Gothic 1 noch, da konntest du irgendwie so dein Erz irgendwie einzeln irgendwie so rüber und sowas macht man ja heutzutage nicht mehr. Und dann macht man es etwas komfortabler, möchte aber trotzdem den Charme und die Nostalgie des Alten beibehalten und das ist dann eine Herausforderung. Und technische Natur sind Open-World-Spiele immer eine Riesenherausforderung. Wenn man zum Beispiel eine Stadt darstellt und dann gibt es auch noch bewegte Figuren mit einer AI irgendwie, also wenn die alle ihre eigenen Tagesabläufe haben und noch ihre eigene Logik und alles bewegt sich und dann hast du auch noch irgendwie eine Weitsicht und kannst hinten noch ganz weit gucken und. Dann hast du auf einmal Performance-Probleme aus der Hölle und da muss man erstmal mit zurechtkommen. Ja. Nur mal das so am Rande. Ich hatte mir allerdings gedacht, auch wenn die Folge Only Remakes heißt, gedanklich kann man das auch noch ein bisschen ausweiten. Ich hatte nämlich mal geguckt, statistisch gesehen. Hört euch das mal an. Und zwar, die These ist, es gibt unglaublich viele bestehende Marken. Das kann dann ein Remake sein, ein Remaster, ein Reboot, aber auch ein zum Beispiel eine Fortsetzung, ne? Was ist der Unterschied? Vielleicht kurz? Keine Ahnung. The Batman ist ein Beispiel. Das ist ein komplettes Reboot, ja, der Marke Batman jetzt mit Robert Pattinson. Ja, vorher war die Christopher Nolan-Reihe mit der war davor, richtig. Da war ja noch Ben Affleck mit dem DC-Universum und dem Henry Cavill und so. Die hatten ja dieses Mensch, konnte ich das vergessen? Natürlich, ja. Ben Affleck, ja. Aber das ist wieder ein Reboot. Das heißt, es ist ein neuer Schauspieler, es ist irgendwie eine komplett andere Geschichte, irgendwie auch anderes Universum. Guck mal, ich habe hier auch kleine Batmans hier. Ja, kleine Fledermäusis. Genau. Seht ihr das? Ist das nicht süß? Finde ich super. Hab ich selber gebastelt. Vom WGT. Ich habe die selbst gebaut. Ja. Und das ist dann im Grunde genommen, man erzählt die ganze Geschichte nochmal komplett neu. Ja. Das ist ein Reboot. Ein Remake ist im Grunde genommen, man erzählt dieselbe Geschichte nochmal,
auch mit denselben Protagonisten, auch dieselbe, irgendwie eigentlich dasselbe, nur mit neuer Technik und, naja, ein bisschen verändert. Also das ist so halbes Reboot, Gedöns. Eigentlich will man das selbst nochmal erleben, das was früher war, und will nicht eine komplett andere Geschichte, wo nur der Name drauf steht, ja, erleben. Und ein Remaster ist im Grunde genommen exakt dasselbe Spiel. Und ich mach's nochmal ein bisschen hübsch und wurschtel es nochmal auf. Und es hat halt bessere Grafik im Wesentlichen, ne? Und ist technisch vielleicht bugfreier und hat die Glitches weniger und so weiter. Ja, genau. So, und das gibt's eine Menge. Es gibt eine Menge Sachen. Es gibt also erstens die These, unter den 20 meistverkauften Videospieltiteln 2020 zum Beispiel, gab es nur 2 Spiele, die nicht auf einem bestehenden Franchise basierten. Das bedeutet... etwas complete new. Ja. Neues. Es wagen sich unglaublich viele nicht gerne an einen neuen Brand, an eine neue Marke. Etwas, was es vorher noch nicht gab. Woran liegt sowas? Warum mögen die Leute lieber so Sachen nochmal machen, weitermachen, die es schon mal gab, und trauen sich nicht so sehr an was Neues? Also ein Faktor ist auf jeden Fall der Nostalgiefaktor. Ja, der ist sehr, sehr, sehr mächtig. Das heißt also, selbst wenn wir jetzt mit Kralon eine neue Marke machen, greifen wir nostalgiemäßig auf Dinge zurück, die es früher schon gegeben hat. Wir sagen zum Beispiel sowas wie Arx Fatalis, weil es unsere geistige Vorlage ist. Wir möchten so sein wie das, ein Stück weit, aber nur ein Stück weit. So. Und viele Dinge, wie wir früher bei Piranha Bytes gemacht haben, sind auch in diesem Spiel drin. Look and Feel und Geräusche, Musik, so Dinge, ja. Und Gameplay-Mechanismen, der raue Ton in den Dialogen, die Strukturen, ja, das, worum es geht, vielleicht ein Stück weiter, Rollenspielelemente. Das heißt, das ist alles, darauf zielt es ab, so den Nostalgie Gefühl irgendwie zu triggern bei einem selber. Das heißt also, alles, was man selber schon mal erlebt hat, ja, und cool fand, sucht man auch irgendwie instinktiv bei anderen Dingen. Etwas komplett anderes, dessen völlig Entrücktes, macht bei den Menschen erstmal irgendwie so, das finde ich aber merkwürdig, so, ja. Dieses Gefühl hatte ich zum Beispiel bei Death Stranding. Ja. Da habe ich gedacht, was ist das denn? Wer hat das nicht gedacht? So, du hast hier so einen Fötus hier und bist ein Postbote in einer postapokalyptischen Welt mit irgendwie fliegenden Walen und irgendwie so eine Glumse da. Also das war schon, ja, es war schon total befremdlich. Und wenn man sich da drauf einlässt, ich meine, Hideo Kojima ist genialer Game Designer und Produzent, ja, der ist toll. Und da hat man einfach gesagt, okay, der Typ, der macht ein gutes Spiel. Das gucken wir uns an. Und dann hat man den Trailer gesehen, man hat die Schauspieler gesehen, die man auch wieder kannte, ja, ne? Norman Reedus, wie geil ist das denn? Und hier Mads Mikkelsen und so weiter. Da ist man einfach dabei. So, ja. Das heißt also, Dinge, die man schon kennt, müssen drin sein. In irgendeiner Form. Entweder Schauspieler oder irgendwie, damit man, oder das Gameplay findet man super oder so. Irgendwas. Ne? Und es ist leicht, wenn man einfach nur den Namen drauf schreibt. Ist genauso wie das, heißt genauso, ja, alles klar, kenne ich mich aus, Diablo 73, Attacke, da ist der Feind. Ab zum Teufel. Ne? So. Und deswegen, glaube ich, ist das sehr weit verbreitet, dass Menschen versuchen, diesen Effekt, diesen Nostalgieeffekt abzugreifen, die Menschen zu erreichen mit dem Namen sozusagen. Ne? Deswegen. Die platte These, eine Marke, die schon besteht, hat schon ein Publikum, ja. Und eine Marke, die noch nicht besteht, hat eben noch keins und muss sich die komplett neu erarbeiten. Darum finden es viele Publisher auch so sexy, Marken aufzukaufen, die irgendwann jemand anders hat liegen lassen oder nicht mehr braucht, und dann so quasi eine Sammlung aufzubauen. Das haben im Grunde genommen alle größeren Publisher, dass die so eine Markensammlung haben, die einen gewissen Wert haben, an sich auch schon, ja. Und mit denen kann man sowohl handeln, als auch dann überlegen, ja, was könnte man denn jetzt als nächstes damit anstellen? Vielleicht lohnt sich das ja schon. Hier gab es zum Beispiel noch mal
Aussage, und zwar die These, dass wenn man ein Remake macht, diese am erfolgreichsten sind, wenn sie innerhalb wenn das erste Spiel 11 bis 20 Jahre bereits auf dem Markt war. In diesem Zeitraum, wenn man es dann rausbringt, sind die am erfolgreichsten. Bekannte Beispiele dafür sind zum Beispiel Resident Evil, Final Fantasy, die GTA Definitive Edition, obwohl die ja auch sehr diskutiert wurde, Silent Hill, The Last of Us, obwohl die machen ja auch immer was mit ihrem Franchise, muss man sagen. Ne? Gut, aber ich meine, glaube das Remake oder Remaster oder was auch immer vom ersten Teil hat doch keine 11 Jahre auf dem Buckel. Oder doch? Bei Last of Us? Ja. Deswegen sage ich ja, die machen eigentlich immer was, deswegen kommt es einem nicht so vor. Aber ja, der erste Teil ist mittlerweile schon ein bisschen älter. Echt? Mag man gar nicht meinen. Bin ich schon so alt? Krass. Ja, es ist wirklich krass, wie die Zeit vergeht. Ja. Also das ist auf jeden Fall ein Zeitraum, der sehr viel Erfolg verspricht, zumal die Technik in so einem Zeitraum auch meist so überholt ist, dass sich sowas lohnt. Also meine Lieblingsbeispiele von damals, gerade im Bereich Technik, waren Doom 3. Boah, was fand ich das damals cool, als das rauskam. Das war ja ein richtig schönes Spiel. Und das ist ja heute noch schön. Ich meine, guckt euch das mal an, wie alt das ist. Ja. Und in Relation zu den älteren Doom-Vertretern fand ich das einfach total genial damals. Na gut, das ist halt Pixel, ne? Ich bin nur mit meiner Kettensäge durch die Gegend gerannt. Ich hatte so einen Schiss, ich fand's mega cool. Auch Fallout. Fallout ist auch eine Marke. Im Fallout 3, was fand ich das genial. Da haben sie das Ganze dann auf 3D und du konntest diese Welt direkt bereisen. Es war einfach unglaublich viel Content. Es war wunderschön. Ich liebe es bis heute. Eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Und jetzt ein schönes, ganz aktuelles, brandneues Beispiel, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Super Meat Ball in 3D. Ja. Genau, denn dieses Spiel gab es vorher auch halt nicht in 3D. Und das ist jetzt neu announced worden von Head Up und Sluggerfly. Richtig cooles Announcement, und das wird in Zukunft in 3D spielbar sein und sieht jetzt schon extrem witzig aus. Da freuen wir uns besonders drüber. Ja, und solche Art der technischen Neuerungen versprechen dann einfach auch eine neue Art von Spielspaß, und darum ist das so eine gute Idee einfach. Ja. Mhm. Ja. Was ist denn bei euch? Kennt ihr Spiele, die, wo ihr sagt, boah, da habe ich mich damals so richtig gefreut, es war richtig gut gelungen, ein super Remake oder wie auch immer, oder etwas, wo ihr sagt, das war überhaupt nicht gelungen, und warum? Das würde mich auch mal interessieren, ja. Genau. Das ist spannend, ja. Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare, dann freuen wir uns. Also ich freue mich auf jeden Fall über Oblivion Remastered jetzt. Also ich habe das schon ewig nicht mehr gespielt. Hatte das öfter mal so im Gedanken so, hatte mal wieder Bock auf Skyrim und denke mir, hast du schon zweimal komplett durchgespielt? Jetzt nochmal. Kam das raus, so irgendwie. Shadow Drop nennt man das, ne? Die haben es einfach so auf den Markt gebracht, so. Okay. Ja, fand ich interessant. Spiele ich gerade. Ja, ist cool. Ne? Man sieht schon die Weiterentwicklung, die sie in Skyrim gemacht haben, ne? Merkt man schon, vermisst man auch schon so ein bisschen, wo man denkt so, okay, krass, wie gut Skyrim war an vielen Stellen. Das merke ich schon wieder. Oder Fallout jetzt, Fallout 3, Fallout 4. Ne? Das ist trotzdem richtig gut. Ja, macht Spaß. Allein die Musik ist total nostalgisch. Klar. Ja, wunderbar. Hast du eine Community-Frage? Ja. Die Community-Frage war, wann kann man Kralon denn vorbestellen? Oh. Das ist eine interessante Frage und hängt natürlich mit dem Release-Zeitraum zusammen, den wir noch nicht festgelegt haben, weil wir ja auch immer noch gucken, ob wir vielleicht eine Kooperation eingehen zugunsten einer Konsolenportierung und so weiter. Wir haben es schon mal erwähnt. Und dann gibt es noch ein zweites Phänomen, nämlich wenn man Vorbesteller erlaubt. Es ist bei Indie-Games manchmal etwas kritisch, denn jeder, der vorbestellt, verschwindet von der Wishlist. Das ist ein bisschen unglücklich, und dann muss man sich fragen, will man das?
will man das, weil die Wishlist, die entscheidet darüber, wie sichtbar du bist bei Release. Und die Vorbesteller sind zwar super sexy, weil da kommt schon mal Geld rein, obwohl jemand das Spiel noch gar nicht kriegt. Auf der anderen Seite schwächt es die Wishlists. Und wir wissen noch gar nicht, ob wir das wollen. Momentan tendieren wir nämlich dazu, zu sagen, wir lassen die Vorbesteller einfach mal weg und sagen euch lieber, wishlistet das Spiel, freut euch drauf, und wenn es dann soweit ist, dann machen wir vielleicht nochmal irgendwann eine Demo, wenn wir soweit sind. Aber ja, das ist noch nicht zu Ende diskutiert, aber das ist momentan der Stand der Dinge. Wunderbar. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Bitet Studio TV. Genau. Macht's gut. Bis dann. Dankeschön. Ja, spannendes Thema. Ne? Ja. Haben wir das ausreichend beleuchtet? Ach, im Grunde genommen könnte man das aufteilen und nochmal was über Fortsetzung. Dann werden wir das bestimmt nochmal machen. Vielleicht.